und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Judith Jelena. Heute stricken wir mein wunderschönes Top-Design Alenia zusammen. Das Stricktop Alenia gehört in meinem Online-Shop zu den absoluten Klassikern und deshalb möchte ich es dir heute auf YouTube auch endlich vorstellen und gemeinsam mit dir stricken. Für das Top solltest du die Grundlagen des Strickens beherrschen, bedeutet Maschen anschlagen, rechte Maschen, linke Maschen und so weiter und so fort. Natürlich gibt es auch für das Top Alenia wieder eine sehr ausführliche schriftliche Anleitung, in der alle Größen ganz genau beschrieben sind. Hinter so einer Anleitung steckt tatsächlich monatelange Arbeit und deswegen würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mich unterstützen möchtest und die Anleitung kaufen magst. Als kleines Dankeschön gibt es natürlich auch wieder einen Rabattcode für meine YouTube-User und zwar könnt ihr mit YouTube 15% auf die Anleitung sparen. Die Anleitung und auch alle Produkte wie die Wolle und so weiter, was ich heute in diesem Video verwende, findet ihr wie immer unten in der Infobox, also da gerne reinschauen. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, meinen Kanal abonniert und jetzt würde ich sagen, ran an die Nadeln, los geht's! Ich stricke meinen Top Alenia mit der Solo Lino von Lana Grossa. Das ist ein 50 Gramm Knäuel und besteht aus 80% recycelten Leinen und 20% Leinen. Ein Knäuel hat 120 Meter, also falls ihr das mit einer anderen Wolle stricken wollt, dann ist es wichtig, dass ihr dieselbe Maschenprobe erreicht. Und die Maschenprobe in diesem Fall ist bei 10 cm 22 Maschen und bei 10 cm 28 Reihen. Je nach Größe benötigt ihr natürlich unterschiedlich viel Wolle. Für Größe XXS bis Größe S braucht ihr 200 Gramm, also heißt 4 von diesen Knäueln. Für Größe M bis XXL, da braucht ihr dann 250. Also ihr seht, das ist mit wenigen Knäueln gestrickt. Außerdem braucht ihr eine 3,5 mm dicke Rundstricknadel. Meine hat jetzt einen Seil von 80 cm. Falls ihr eine große Größe strickt, dann könnt ihr auch mit 100 cm stricken. Das wunderschöne Top, was ich gerade in der Anmoderation anhatte, das habe ich in Größe XS gestrickt. Das soll nämlich so ein bisschen locker fallen. Aber ich hätte jetzt gerne bei meiner neuen Version mit dieser helleren Wolle gerne ein etwas engeres Top. Und deswegen stricke ich jetzt die Größe XXS gemeinsam mit euch. Ich zeige euch jetzt jeden Schritt. Natürlich ist jeder Schritt auch bei den anderen Größen gleich, nur dass ihr da dann einfach unterschiedlich viele Maschen habt. Also heißt natürlich, wenn ihr eine größere Größe strickt, dann habt ihr dementsprechend mehr Maschen. Aber das könnt ihr dann alles ganz genau in der Anleitung nachlesen. Und ich würde sagen, jetzt starten wir mit meinem Top. Wir starten natürlich mit dem Maschenanschlag. Kurze Info noch, wir stricken das Top von unten nach oben. Also bedeutet, wir starten jetzt erstmal mit Runden und teilen das Top dann später auf. Aber das erkläre ich euch natürlich dann nochmal Schritt für Schritt alles im Video. Die Grundkenntnisse vom Stricken, die erkläre ich jetzt nicht nochmal. Also wie man Maschen strickt, wie man Maschen anschlägt und so weiter. Das solltet ihr beherrschen. Für die Größe XXS muss ich jetzt 171 Maschen anschlagen. Und da habe ich direkt noch einen kleinen Tipp für euch: Wenn ihr Maschen anschlagt, dann nehmt die Nadeln hier wie ich einfach doppelt. Dann ist nämlich der Anschlag schön elastisch und das ist gerade bei Kleidungsstücken natürlich sehr, sehr wichtig. Ich schlage jetzt hier erstmal die 171 Maschen an und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. 171 Maschen sind angeschlagen und dann müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, dass ihr euch dann nicht verzählt. Das wäre sonst nämlich gleich ärgerlich. Und ich mache es immer so, das ist jetzt einfach nur ein Tipp, das müsst ihr natürlich nicht machen. Ich mache immer noch eine extra Masche, weil ich dann gleich, wenn ich das zur Runde schließe, somit die Runde besser verbinden kann. Zeige ich euch gleich. Jetzt können wir erstmal eine Nadel hier rausziehen. Und diese erste Masche hier, also eine, die ich ja jetzt zu viel gemacht habe, die übertrage ich mir einfach auf meine rechte Nadel. Also schiebt mir die einfach nur rüber. Und danach wird jetzt eine Runde rechts gestrickt. Also einmal alle Maschen rechts und dann zeige ich euch, wie ich es zur Runde schließe. Also wie gerade schon gesagt, hier werden einfach alle Maschen ganz normal rechts abgestrickt, bis wir zur letzten Masche kommen und da zeige ich euch, wie man die Runde verbindet. Ich habe jetzt hier noch eine Masche übrig
Und die werde ich jetzt mit dieser ersten, die ich hier vorher einfach nur übergehoben habe, zusammenstricken. Bedeutet, dadurch nehme ich die eine Masche wieder ab, aber habe die Runde dadurch dann eben auch super geschlossen, sodass sich da nichts mehr lösen kann. Wichtig, achtet darauf, dass der Anschlag hier nicht irgendwo verdreht ist. Das wäre sonst nämlich ziemlich ärgerlich. Also ich schiebe mir jetzt diese Maschen hier mal zusammen und dann gehe ich eben durch diese letzte und die erste, die ich da übergehoben habe, durch beide Maschen durch und stricke die rechts zusammen ab. Somit habe ich jetzt die Runde also geschlossen und jetzt sind wir am Rundenanfang und den markieren wir uns auch. Ich habe hier übrigens so ganz, ganz hübsche Markierer bekommen von Bloggerfreunden. Markiere ich euch mal unten in der Infobox, unbezahlte Werbung, aber ich finde die wirklich sehr, sehr hübsch. Genau, damit markiere ich mir jetzt den Rundenanfang. Und in der zweiten Reihe werden jetzt alle Maschen links abgestrickt. Also heißt eine komplette Runde mit linken Maschen. Die dritte Runde wird dann wieder rechts gestrickt. Und die vierte Runde wird dann wieder in links gestrickt. Das ist einfach, damit wir dann hier so einen kleinen Abschluss haben. Einen kleinen krausrechten Rand sozusagen. Das ist einfach, damit sich das Top dann hier nicht so einrollt. Das kann beim Stricken noch ein bisschen rollig sein. Allerdings, wenn ihr das dann gewaschen habt und gespannt, dann ist das hier so schön glatt wie bei mir. Also heißt, dritte Runde rechts und die vierte links. Und dann sehen wir uns in der fünften wieder. Jetzt kommen wir zum spaßigen Teil und zwar stricken wir jetzt das Muster in der Mitte und das geht immer gleich. Ich zeige es euch aber jetzt trotzdem zweimal und zwar geht das über 9 Maschen und wir starten folgendermaßen. Wir heben die erste Masche wie zum Rechtstricken einfach nur auf die rechte Masche ab. Die nächste Masche stricken wir rechts ab. Und dann heben wir diese gerade übergehobene Masche, also diese erste hier nach dem Maschenmarkierer, wieder über die gerade gestrickte drüber und lassen die fallen. Also das ist sozusagen eine rechts überzogene Abnahme. Anschließend stricken wir 2 Maschen rechts. Dann folgt ein Umschlag und bei einem Umschlag ist es wichtig, dass man den richtig strickt. Und zwar legen wir uns den Faden von vorne nach hinten über die Nadel. Ich zeige es nochmal. Also von vorne nach hinten über die Nadel. Das ist jetzt unser Umschlag und den können wir uns auch so ein bisschen einfach festhalten und dann stricken wir die nächste Masche wieder rechts ab. Heißt, dieser Umschlag liegt jetzt hier einfach noch mit drauf. Dann nach der rechten Masche folgt wieder ein Umschlag. Es kommen 2 rechte Maschen. Und dann zu guter Letzt stricken wir noch die 2 nächsten Maschen zusammen rechts ab. Bedeutet, ich steche einfach durch beide Maschen durch, hole mir den Faden und stricke die gemeinsam rechts ab. Und jetzt haben wir hier insgesamt 9 Maschen. Und das war auch schon der ganze Zauber sozusagen. Ich mache mir jetzt hier wieder einen Markierer rein, dieses Mal einen anderen. Der ist übrigens auch von Ingenitz. Wie gesagt, ich verlinke euch den Shop unten. Und außerdem habe ich auch mal ein Video gemacht, wie man so hübsche Maschenmarkierer ganz einfach selber machen kann. Verlinke ich euch mal hier oben in der Ecke. Jetzt können wir ganz normal die restliche Runde rechts abstricken. Und wenn wir das gemacht haben, zeige ich euch, wie es dann hier bei dem Muster weitergeht. In der nächsten Runde, also in der Runde 6, stricken wir jetzt diese 9 Maschen von dem Muster, also den Musterrapport, ganz normal rechts ab. Also bedeutet jede Masche und eben auch die Umschläge, ich zeige es euch gleich, also hier liegt ja der Umschlag, der wird auch ganz normal rechts abgestrickt und dadurch ergibt sich dann hier nämlich so ein Loch und deswegen ist es auch so wichtig, dass man den Umschlag richtig rum drauf legt, damit man dann eben auch dieses Loch hat. Und auch hier werden dann wieder die restlichen Maschen, also die komplette Runde, so geht es jetzt auch den ganzen Körper weiter, immer rechts gestrickt. Und das bedeutet, es wird jetzt immer eine Reihe mit Rapport, also eben über diese 9 Maschen eben gestrickt, dann wieder einmal alle rechts, wieder Rapport rechts und so weiter. Aber ich zeige es euch gleich nochmal. In der 7. Runde, wenn ich angekommen bin, stricken wir den Rapport noch einmal gemeinsam. Runde 7 und das bedeutet, wir stricken wieder unser Muster, also immer in jeder ungeraden Reihe, so kann man sich merken, stricken wir das Muster, beziehungsweise einfach in jeder zweiten Reihe. Dafür heben wir die erste Masche wieder wie zum Rechtstricken einfach nur ab.
die nächste Masche wird rechts gestrickt. Mal noch ein bisschen näher. Dann hebe ich diese eben abgehobene Masche, also ich fahre mit meiner linken Nadel von links nach rechts durch und hebe sie mir über die eben gestrickte drüber und lasse das dann fallen. Dann folgen 2 rechte Maschen. Jetzt kommt ein Umschlag, den lege ich wieder von vorne nach hinten über meine Nadel. Dann mache ich eine rechte Masche und dann kommt wieder ein Umschlag, wieder von vorne nach hinten über die Nadel und dann stricke ich 2 rechte Maschen und die beiden letzten 2 im Rapport werden ganz normal rechts zusammengestrickt. Bedeutet, ich fahre durch beide Maschen von links nach rechts durch, hole mir den Faden und stricke die zusammen ab. Die restliche Runde wieder ganz normal rechts und in diesem Schema geht es jetzt wie gesagt immer weiter, also jede zweite Reihe strickt ihr das Muster und die restlichen Reihen werden dann ganz rechts gestrickt. Und das stricken wir jetzt je nach Größe eine ganze Weile nach oben. Für meine Version stricke ich das jetzt insgesamt 31 cm nach oben. Und dann geht es auch schon los mit dem Ausschnitt. Bedeutet, wir teilen uns das Top in 2 Teile, um die dann einzeln zu stricken. Und wie das geht, das zeige ich euch gleich. Jetzt heißt es aber erstmal stricken, bis ich bei der richtigen Höhe angelangt bin. Und ihr habt jetzt wahrscheinlich auch erstmal was zu tun. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis gleich. Ich habe jetzt hier einige Tage entspannt den Rumpf nach oben gestrickt. Also wie gerade erklärt, immer diese 2 Reihen hier wiederholt. Und bei mir ist der Rumpf jetzt insgesamt 31 cm hoch. Das ist jetzt natürlich für die Größe XXS. Für die größte Größe sind es zum Beispiel fast 40 cm, aber die genauen Angaben findet ihr wie immer dann nochmal in der Anleitung. Und bevor wir jetzt unsere Brustabteilungen stricken können, müssen wir jetzt erstmal den Rückenausschnitt formen. Und das geht wie folgt. Ich stricke die ersten 9 Maschen wie immer einfach in unserem Muster ab. Also wie das geht, muss ich euch jetzt, glaube ich, nicht mehr erklären, nachdem ihr das gerade gefühlt 100 Mal gestrickt habt. Anschließend stricke ich dann jetzt für die Größe XXS 45 rechte Maschen, also einfach ganz normal hier im Muster sozusagen weiter. Und danach stricke ich dann jetzt für die Größe XXS 72 Maschen links ab. Also bedeutet, wir formen damit jetzt den Rückenausschnitt. Also wir nehmen den Faden einmal vor die Arbeit, das machen wir immer beim Linksstricken und dann machen wir linke Maschen. Wie gesagt, in meinem Fall sind es jetzt 72 Stück. Und ihr seht auch schon hier den Unterschied. Bei den linken Maschen habt ihr dann hier nämlich wie so Knötchen davor liegen. Wenn ihr dann die linken Maschen gestrickt habt, dann werden die letzten 45 Maschen wieder in glatt rechts gestrickt, also einfach bis zum Reihenende hier zu unserem Markierer oder vor dem Muster wieder alle Maschen ganz normal rechts. Das war die erste Runde, in der wir den Rückenausschnitt formen und jetzt kommen wir zur zweiten Runde und hier ist es ganz einfach, wir stricken wieder einfach die komplette Reihe einmal rechts, also auch da, wo wir gerade links gestrickt haben und hier im Muster ja auch, also wirklich komplett einmal die Runde mit rechten Maschen füllen. Die dritte Runde. In der dritten Runde stricken wir wieder ganz normal hier unser Muster und dann kommen wieder 45 rechte Maschen, 72 linke Maschen und wieder 45 rechte Maschen. Also im Prinzip wiederholen wir nochmal die erste Runde und anschließend kommt nochmal eine Runde mit nur rechten Maschen. Also bedeutet, wir bereiten jetzt sozusagen über 4 Reihen insgesamt unseren Rückenausschnitt vor. Ich stricke das mal eben und dann zeige ich euch, wie wir den Rücken dann beenden. Die 5. Runde ist jetzt unsere letzte Runde, in der wir jetzt auch den Rücken abketten und danach geht es auch schon an die Brustteile. Wir stricken jetzt erstmal 3 Maschen rechts, 1, 2, 3, also in diesem Muster sozusagen und jetzt ketten wir 3 Maschen relativ locker ab. Bedeutet, ich stricke eine Masche rechts ab und ziehe mir die so ein bisschen weiter, dass die wirklich schön locker hier auf meiner Nadel liegt. Dann stricke ich die nächste Masche rechts ab. Heißt, ich habe jetzt hier diese 2 Maschen hier so ein bisschen locker liegen. Und dann nehme ich diese Masche
und hebe sie mir über die gerade eben gestrickte Masche drüber. Und hier auch nochmal darauf achten, dass ihr die nochmal schön weit zieht. Und dann stricken wir die nächste Masche wieder rechts ab und heben dann diese Masche hier wieder drüber. Also, dass wir jetzt hier insgesamt 3 Maschen locker abketten. Jetzt haben wir 2, also 1, 2, bedeutet, wir stricken noch eine Masche rechts ab und machen die wieder schön locker und dann heben wir uns diese Masche wieder drüber. Heißt, wir haben jetzt hier in der Mitte 3 Maschen schön locker abgekettet und jetzt wollen wir 2 Maschen rechts überzogen zusammen stricken. Also eine habe ich jetzt hier schon auf der Nadel liegen, die kann ich einfach so liegen lassen. Die nächste stricke ich dann wieder rechts und dann hebe ich mir diese oben drüber. Also im Prinzip machen wir gerade nochmal dasselbe wie gerade eben auch. Also es ist genau dasselbe wie beim Abketten, lustigerweise merke ich gerade. Aber das wiederholen wir jetzt nochmal. Bedeutet, wir heben uns jetzt die nächste Masche einfach nur ab, also hier rüber auf diese Nadel. Dann können wir diesen Maschenmarkierer hier erstmal entfernen. Und dann stricken wir die nächste Masche wieder rechts ab und die eben abgehobene Masche heben wir über die eben gestrickte Masche drüber. Also so sieht das jetzt aus. Wie gesagt, wir haben 3 Maschen hier in der Mitte abgekettet und zweimal haben wir jetzt hier Maschen überhoben, also rechts überhoben zusammengestrickt heißt das. Dann stricken wir jetzt alle Maschen, bis wir hier zu unserem Muster ankommen. Also wir hatten ja hier den Rücken anders gearbeitet, stricken wir jetzt wieder rechts ab. Das sind jetzt in meinem Fall insgesamt 40 Stück, also wirklich ganz normal wieder rechts stricken. Und ja, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, wir stricken natürlich nicht ganz zum Muster. Ich habe ja gesagt 40 rechte Maschen und somit haben wir nämlich noch 4 Maschen hier vor unserem Muster. Hier machen wir jetzt nochmal Folgendes und zwar stricken wir jetzt 2 mal 2 Maschen rechts zusammen ab. Also bedeutet einfach durch 2 Maschen durch und zusammen abstricken und dasselbe machen wir noch einmal. Also bedeutet, wir haben jetzt hier, bevor unser Rücken abgekettet wird, nochmal 2 Maschen abgenommen. Und jetzt geht es los mit dem Abketten. Im Prinzip ist das wirklich genau dasselbe, wie ich euch vorher bei den 3 Maschen vorne gezeigt habe. Aber ich zeige es euch nochmal. Also heißt, ich stricke eine Masche rechts ab. Und hier beim Rücken ist es jetzt wichtig, dass sie nicht locker auf der Nadel liegen, sondern die dürfen schon relativ eng sein, weil sonst leiert der Rücken später so aus. Also da gerne ein bisschen fester ziehen, aber natürlich so, dass ihr noch durchkommt gleich. Also eine Masche rechts gestrickt, dann die nächste Masche auch rechts stricken und jetzt heben wir die Masche rechts daneben über unsere eben gestrickte Masche drüber. Heißt, wir haben jetzt eine Masche abgekettet und dann stricke ich die nächste Masche wieder rechts, komme durch die Masche daneben durch und ziehe sie über die eben gestrickte. Also wie gesagt, macht das wirklich schön eng, deswegen geht es natürlich auch ein bisschen komplizierter, aber es ist einfach schöner, wenn der Rücken dann nicht ausleiert. Ich zeige es noch einmal, also die nächste Masche hier rechts abstricken und dann die Masche daneben über die gerade eben gestrickte überheben. Und das machen wir jetzt, bis wir das ganze Muster hier fertig haben, also bis zu der letzten Masche hier, wo das krausrechte Muster war. Also das sind dann insgesamt wieder 72 Maschen. So sieht das dann jetzt aus. Also wir haben jetzt hier eine schöne Abkettkante und das passt jetzt, wie gesagt, natürlich perfekt hier zu der unteren Kante. Also ich persönlich finde es sehr hübsch. Und jetzt folgen, also nachdem wir die 72 Maschen hier abgekettet haben, wieder 2 mal rechts überzogene Abnahmen und wir stellen uns jetzt einfach vor, dass wir diese hier schon übergehoben haben. Also die zählen wir jetzt einfach schon als die abgehobene Masche sozusagen, eine fake abgehobene Masche. Und dann stricken wir die nächste Masche hier rechts und dann heben wir unsere nicht abgehobene Masche über die Masche hier drüber. Also im Prinzip ist es wieder, jetzt würden wir noch eine mehr abketten. Und das wiederholen wir jetzt nochmal. Diesmal heben wir die Masche aber wirklich ab. Also eine Masche abheben, wie zum Rechtsstricken, einfach auf die rechte Nadel und dann eine Masche rechts stricken und die abgehobene Masche über die gerade gestrickte. Also haben wir jetzt hier 2 Abnahmen gearbeitet. Dann stricke ich jetzt wieder 40 Maschen ganz normal rechts, also bis ich dann noch 4 Maschen vor der Abkettung übrig habe.
Hier sind jetzt also diese 4 Maschen, aber wir sehen schon, dass hier dieser Markierer noch dazwischen ist. Deswegen hebe ich mir die Masche jetzt hier einmal kurz rüber, mache den Markierer raus und hebe die Masche zurück. Aufpassen, dass ihr sie nicht verdreht, also so, dass dieses vordere Teil, also was vorne über der Nadel liegt, hier auf der rechten Seite dann sozusagen, wenn man die Masche öffnet, hier vorne liegt. Jetzt nehmen wir wieder 2 Maschen ab, also bedeutet, ich stricke ganz normal 2 Maschen rechts zusammen, gehe durch beide Maschen durch, hole mir den Faden und habe sozusagen eine Masche abgenommen, indem ich die rechts zusammengestrickt habe, und dasselbe wiederhole ich noch einmal. Und jetzt habe ich nochmal 2 Maschen abgenommen. Jetzt haben wir also hier den Rücken abgekettet, haben hier das vordere, mittlere abgekettet, und das bedeutet, wir können jetzt unsere beiden Brustteile stricken und die werden wir einzeln in Hin- und Rückreihen stricken. Dafür lege ich mir jetzt erstmal hier diese linke Seite von meinem Brustteil still. Ich persönlich verwende hier einfach solche Seile mit solchen Stoppern. Das finde ich immer ganz praktisch. Falls ihr sowas nicht besitzt, könnt ihr aber auch einfach ein Stück Wolle nehmen und die Maschen eben auf die Wolle ziehen. So, ich habe jetzt alle Maschen hier auf der linken Seite auf dieses Seil übertragen und dann kann ich das eben hier mit diesen Stoppern einfach sichern. Ich persönlich finde solche Nadelsysteme super, super praktisch, weil danach, wenn ich dann hier wieder weiter stricke, kann ich einfach die Stopper abnehmen und stattdessen dann die Nadel hier anschrauben. Also sehr praktisch, verlinke ich euch auch mal in der Infobox, falls ihr sowas auch gerne besitzen wollt. Die rechte Seite liegt jetzt also noch auf meinen Nadeln, also hier, wo ich ja auch bis gerade hier noch gestrickt hatte. Und jetzt stricken wir das Ganze in Hin- und Rückreihen. Bedeutet, ich drehe mir meine Arbeit erstmal um, sodass ich dann die Innenseite sehe, also mit den linken Maschen. Und dann kann ich hier einfach direkt weiter stricken. Und zwar werden jetzt hier in der ersten Reihe alle Maschen einfach nur links abgestrickt. Danach können wir uns die Reihe einfach wieder umdrehen. Und jetzt passiert im Prinzip immer dasselbe. Also wir machen immer eine Rückreihe, wo wir alle Maschen links stricken. Das haben wir gerade gemacht. Und anschließend machen wir eine Hinreihe, in der wir insgesamt 4 Maschen abnehmen. Und zwar nehmen wir 2 am Anfang jeder Reihe ab und 2 am Ende. Und das machen wir wie folgt. Wir heben die erste Masche wie zum Rechtsstricken auf unsere rechte Nadel ab. Und dann stricken wir 2 Maschen rechts zusammen. Und dann heben wir die eben abgehobene Masche über die zusammengestrickten Maschen. Also einfach hier über die nächste Masche überheben. Und dann stricken wir alle Maschen rechts, bis noch 3 Maschen übrig sind. Und diese letzten 3 Maschen stricken wir rechts zusammen. Bedeutet, ich fahre jetzt einfach durch alle 3 Maschen durch und stricke die auf einmal rechts ab. Somit haben wir jetzt hier am Anfang der Reihe 2 Maschen abgenommen und hier am Ende der Reihe 2 Maschen abgenommen. Und in diesem Schema fahren wir jetzt einfach fort. Bedeutet, wir drehen uns die Arbeit einfach wieder um, stricken wieder eine Reihe nur mit linken Maschen, also das ist dann unsere Rückreihe. Anschließend drehen wir die Arbeit wieder um und arbeiten dann wieder unsere Abnahmen. Bedeutet, hier am Anfang nehmen wir 2 Maschen ab und hier am Ende nehmen wir 2 Maschen ab. Und das machen wir so lange, bis wir am Ende hier nur noch 8 bis eventuell sogar 14 Maschen übrig haben. Da kommt es jetzt wirklich drauf an, wie breit ihr eure Träger am Ende haben wollt. Ich mache jetzt so lange meine Abnahmen, bis ich noch 8 Maschen übrig habe. Das erste Brustteil ist jetzt fertig. Ich habe jetzt noch hier 8 Maschen auf der Nadel liegen. Wie gesagt, falls ihr gerne breitere Träger haben möchtet, könnt ihr das natürlich dementsprechend anpassen. In der Anleitung findet ihr natürlich auch nochmal genauere Angaben dazu. Und jetzt können wir mit dem Träger starten. Ich mache das jetzt so, dass ich das dann mit 2 Nadeln aus einem Nadelspiel weiter stricke, weil ich das mit der langen Schnur dann so ein bisschen anstrengend finde. Und der Träger geht wirklich super einfach. Der wird einfach nur aus krausrechten Maschen gestrickt. Bedeutet, wir stricken einfach in jeder Reihe alle Maschen
rechts ab. Also heißt, in jeder Reihe kommen 8 rechte Maschen. Und jetzt habe ich das hier auch rüber gestrickt, dann ist es so ein bisschen einfacher zum Stricken. Ihr könnt natürlich auch auf dem Seil bleiben, das ist gar kein Problem. Und dann drehe ich es mir einfach wieder um und auch hier werden dann alle Maschen rechts gestrickt. Die Träger werden also, wie gesagt, in Hin- und Rückreihen in Kraus rechts gestrickt, also in jeder Reihe, egal ob Hin- oder Rückreihe, rechte Maschen. Und ich mache das jetzt so lange, bis mein Träger im gedehnten Zustand ungefähr 30 bis 31 cm lang ist. Das kann aber sehr stark variieren. Also ich glaube, bei Größe XXL ist es sogar 33 cm. Wichtig ist, dass man das wirklich feste dann auch zieht, da der Träger nochmal sehr stark nachgibt. Ich empfehle euch, das einfach so ein bisschen ranzuhalten und dann einmal hinten festzustecken und dann könnt ihr sehen, ob das schon passt. Das kommt nämlich auch wirklich drauf an, wie tief ihr den Ausschnitt haben wollt, ob ihr wollt, dass der ein bisschen höher sitzt oder ein bisschen tiefer und so weiter und so fort. Was man auf jeden Fall beachten muss, ist, dass der Träger sich nach dem Waschen noch etwas dehnt, also der leiert sozusagen noch ein bisschen aus. Deswegen lieber erstmal ein bisschen zu wenig stricken, den Faden mal noch dran lassen und dann kann man im Notfall noch was dran stricken. Also da einfach dann mal ausprobieren. Wenn ich den Träger dann hier fertig gestrickt habe, dann kann ich mein zweites Brustteil beginnen. Und das funktioniert wirklich 1:1 wie das rechte Brustteil. Bedeutet, ich starte auch hier wieder mit einer Rückreihe, drehe mir das also hier so um und mache dann hier einfach meine Nadeln rein und dann stricke ich erstmal eine Reihe mit linken Maschen. Danach kann ich mir es wieder umdrehen und dann mache ich das mit den Abnahmen ganz genauso, wie ich es hier auch gemacht habe. Bedeutet, am Anfang der Reihe kommen hier diese überzogenen Abnahmen und am Ende der Reihe die zusammengestrickte Abnahme. Also wirklich 1:1, wie wir es hier gemacht haben und auch der Träger wird dann eben genauso gearbeitet. Juhu, meine beiden Brustteile sind fertig und auch die Träger habe ich fertig gestrickt. Kleiner Tipp noch am Rande. Also erstmal das Top jetzt in ein Bad legen, also ein Wasserbad machen und danach im Liegen trocknen. Das hilft zuerst, dass sich ich zeige es euch mal hier bei dem Fertigen, dass sich die Maschen noch mal ein bisschen legen. Also ihr seht hier, es ist super, super schön gleichmäßig und das kommt eben dadurch, dass ich es gewaschen habe und dann noch mal ganz leicht gespannt, also nicht zu viel, weil sonst dehnt sich das ein bisschen zu sehr aus. Also wirklich ganz, ganz leicht nur spannen und dann habt ihr hier nämlich wirklich so ein perfektes Maschenbild. Und außerdem habe ich hier diese Fäden noch ziemlich lang gelassen, falls sich da doch noch mal irgendwas ändern muss und nähe dann außerdem auch die Träger erst anschließend fest. Bedeutet, wenn das dann getrocknet ist und hier könnt ihr auch nochmal den Vergleich sehen. So sehen nämlich die Träger aus, wenn die sich dann wirklich ausgeweitet haben. Also die dehnen sich wirklich nochmal ein ganzes Stück. Heißt, wenn ihr das messt, dann könnt ihr das wirklich sehr, sehr lang ziehen. Und anschließend, wenn ihr dann alles fertig habt, dann könnt ihr die Träger hier einfach festnähen. Es ist fertig und ich freue mich so, dass ich das mit euch nochmal in einer anderen Farbe stricken konnte. Das gehört nämlich jetzt schon zu meinen neuen Lieblingsteilen. Ich liebe dieses zeitlose Design wirklich sehr. Ich trage es sehr, sehr gerne und oft. Ich hoffe natürlich, dass es euch genauso gut gefällt wie mir. Und wenn das der Fall ist, dann vergesst bitte nicht mehr einen Daumen nach oben da zu lassen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, in welcher Farbe ihr es strickt. Und dann sehen wir uns schon beim nächsten Video wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin.